Das heutige Drag Race wird wahrscheinlich ein richtiger Glaubenskampf, Leute. Schnallt euch an, in der rechten Ecke haben wir den Tesla Model S Plaid und der wird heute antreten gegen die Speerspitze, was Elektro bei Porsche angeht, den Taycan Turbo GT. Los geht's! Wow Leute, das heutige Drag Race hat es so noch nie gegeben. Wir sind wirklich die Ersten, die das heute hier machen können. An der Stelle wirklich schon mal großen Dank für die Unterstützung. Das hier ist im Übrigen ein Privatauto und das Auto hier wurde von Porsche gestellt. Deswegen vielen, vielen Dank an der Stelle. Und ja, ich glaube, wir wissen alle, was das hier heute bedeutet. Das sind, glaube ich, zwei Fronten, die mögen sich im Zweifel noch nicht mal so richtig. Die Porsche-Fahrer und die Tesla-Fahrer. Ganz andere Kultur, ganz andere Herangehensweise ans Auto. Wir blenden mal die Specs für euch ein, damit ihr seht, wie die Kennzahlen sind. Leistungstechnisch sollte das sehr ähnlich sein, aber ich glaube, ich bin beide Autos schon gefahren und kann definitiv sagen, was Fahrwerk, Fahrweise, Handling und so weiter angeht, ist der Porsche in einer ganz anderen Dimension. Die Frage ist nur, wie viel davon bringt diesem Auto heute, wenn es hier nur geradeaus geht? Zumal der Taycan Turbo GT ja noch einen Heckflügel mit drauf bekommen hat. Der ist ja eigentlich, sage ich mal, wenn man jetzt nur geradeaus fährt, etwas minimal kontraproduktiv. Das hat das Tesla Model S Plaid hier in dem Fall nicht. Der hat dann auch noch diese Gepard-Stellung, also beim Launch kann er sich richtig schön einducken. Und ich sage euch ehrlich, ich weiß wirklich nicht, wie es heute ausgeht. Ich glaube, das wird mit eins der spannendsten Drag Races seit langer Zeit. Und wie immer mit dabei natürlich Tobi, er wird Tesla fahren, ich fahre natürlich den Porsche. Los geht's. Ja, Freunde, Taycan Turbo GT. Dieses Auto bin ich ja schon mal gefahren und ausgiebig getestet und kann sagen, das fährt sich bombastisch. Damals die Launch hat mich gekillt. Das ist sowas von schnell, wie dieses Auto vorwärts geht. Sag mal, geht's dir nicht gut? Muss ich dir irgendwie helfen? Nee, es war Soundcheck. Hast du dir gerade eingeschissen? Schon vor Angst, ne? Ja, das war ein Mikrofon unter meinem Hintern. Das ist die pure Angst. So, dann machen wir mal Taycan Turbo GT Soundcheck. Ich stelle das Auto mal in Normal und mache es mal in Drive. Achtung. Man hört so ganz leicht minimal, dass sich da was tut. Aber wenn ich jetzt weitermache, Sport, Sport Plus. Man hört schon so ein Surren. Man kriegt so ein Gefühl von, ne, das ist wie so eine leichte Anspannung, die hier herrscht. Ein Signal, dass der Motor startklar ist, dass er Bock hat und dass da richtig Leistung da ist vor allem. Ne? Also wir müssen jetzt wirklich mal schauen, wer das hier besser macht. Das wird, glaube ich, mit eins der schnellsten Drag Races seit langem werden. Gerade was hier die Beschleunigung aus dem Stand anbelangt, ist das mit Sicherheit die Speerspitze von dem, was wir bisher hatten. Also von meiner Seite aus, ich bin startklar. Ich bin von meiner Seite aus auch startklar. Ich brauche nur einen kurzen Moment. Ich gebe dir ein Zeichen, wenn ich soweit bin. Jetzt muss er da wieder rumdrücken. Hier, dies, das, Vorwärmen, links, rechts, oben, Blinker. Hier, Drive Mode, Sport Plus, Bremse, Gas, gib ihm. Wie ihr wisst, Reifen kalt. Na, wir waren wie immer komplett kalter Start. Wir haben die Autos null vorher bewegt oder, also kurz natürlich schon hierher, aber jetzt nicht aufgewärmt. Jetzt geht er in die Gepard-Stellung. Oh ja, jetzt fährt er runter. Jetzt sehe ich richtig, wie er eintaucht vorne. So, los geht's. Oh mein Gott! Oh mein Gott, ist das schnell! Nein, komm, komm, komm! Willst du mich verarschen? Komm, komm! Ja, leck mich am Arsch. Oh mein Gott, ist das schnell. Eieieiei. Mein Hirn ist komplett hinten rangekracht. Es ist ja so schnell. Heilige Mutter Gottes. Was hast du 0 auf 100, Mann? Ich habe 2,9. 2,59. 100, 200, 4,6. 100, 200, 4,9. Ah, da liegt meine Schwäche, sehe ich schon. Ja, Viertelmeile habe ich 10,0. 9,93. Also ich muss ehrlich sagen, ich dachte, dass die Launch hier meine Stärke wird und dann oben raus ich noch eher verliere, aber es war andersrum. Leute, Drag Race wird ein regelmäßiges Format und damit ihr das nicht mehr verpasst, drückt einfach schnell auf Abonnieren, damit unterstützt ihr mein Team und mich und seht alle Videos. Dankeschön. Wow, jetzt bin ich echt schockiert, ey. Scheiße.
Porsche wird mir nie wieder ein Auto geben. Was machen wir jetzt? Also ich glaube, es waren 2 Faktoren. Vom Gefühl her, ich weiß aber nicht, ob es dieses Launch an sich ist, aber ich glaube, vom Gefühl her war mein Start schlechter als der von Tobi. Also ich bin vielleicht minimal in der Reaktionszeit schlechter losgefahren. Aber ja, also danach war ich schneller, aber es hat nicht mehr gereicht. Also für die Viertelmeile hat es nicht gereicht. Schauen wir mal, wenn wir weiter durchziehen bis ganz hinten, ob das nochmal besser wird. Ich weiß, wir alle sind irgendwo im Inneren Petrolheads. Aber Leute, wenn ihr sowas mal gefahren seid, es ist das Krasseste, was ich jemals in einem Auto erlebt habe. Das gibt es nicht. Okay, Tobi, also Viertelmeile geht an dich. Es war stark. Ich muss sagen, deine Reaktionszeit war auch sehr stark. Probieren wir es nochmal, oder? Ja, seht ihr mal, ja? Die ganzen Kommentare damals. Jetzt machen wir den langen Weg. Jetzt machen wir den langen Weg, ja? Oh, jetzt! Besserer Start! Besserer Start! Oh! Oh, es ist eng! Oh mein Gott! Oh. Scheiße, jetzt kommt er nicht mal wirklich. Komm schon, zieh! 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 Oh, komm. Ja! Jetzt sind wir da, wo wir hinwollen. Geil! Das war krass. Bei mir ist wirklich hier gerade alles grün. Jetzt habe ich die 0 auf 100 Zeit, die ich wollte. 2,50. 100, 200, 4,50. Ist brutal. Ey, ohne Scheiß, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in einem Drag Race so ein Adrenalin hatte, weil es einfach wirklich so eng ist. Ich habe mich jetzt auch richtig darauf konzentriert, dass ich diesen Start nicht nochmal so verkacke. Du hast aber auch wieder einen richtig guten Start gehabt. Aber bei mir war es jetzt wirklich die 0 auf 100, die den Unterschied gemacht hat. Ja, aber 0 auf 100 war bei mir auch besser, aber nicht so viel. Ich habe jetzt 2,48. Bei mir steht 2,50, 100, 200, 4,5 und die Viertelmeile 9,6. Ich glaube, das ist auch mit einer der stärksten Werte, die ich so in Erinnerung habe von allen Drag Races. Und dann 13,85. Ich muss mir vorstellen, 13,85 auf 700 Meter. Ich habe 14,0, 100, 200, 4,7, da habe ich ein bisschen verloren und Viertelmeile auch 9,7. Ich habe überall grüne Werte, also schon brutal. Ampel geht an. Und los geht's! Oh, Junge! Das war ein guter Start. Das war ein guter Start. Oh mein Gott, ist es knapp! Oh mein Gott, ist es knapp! Aber jetzt kommt er, nein! Komm, nein, das darf nicht wahr sein. Zieh! Zieh! Ich bin leicht vorne, wirklich nur in der Nasenspitze. Boah! Also wirklich, das Duell bleibt mir halt wirklich im Kopf, sag ich dir. Das ist abartig. Weißt du, was ich so beeindruckend finde? Jetzt sind wir 3 Runs gefahren. Normalerweise ist zwar die Tendenz, dass die Reifen ja ein bisschen besser werden, aber oftmals werden Autos auch ein bisschen schlechter, weil heiß und Temperatur und dies und jenes. Hier bei mir ist alles grün. Jedes Mal, wenn ich einen Run mache, nochmal besser. Bei mir auch alles grün. Das ist irre. 0 auf 100, 2,45. 100, 200, 4,44. Viertelmeile, 9,6 und bis zum Ziel 13,81. 2,41, 0 auf 100. War der einzige Wert, wo ich besser war. 100, 200, 4,7, Viertelmeile, 9,71. Das ist komplett irre. Und 700 Meter, 13,95. Ich habe die 13er auch noch geknackt jetzt zum Schluss. Ja, ist echt krass. Also ich glaube, man kann sagen, der Tesla ist der Gewinner aus dem Stand weg. Er ist so ein Ticken besser. Ich glaube, auch die Serienangabe ist generell ein bisschen besser. Vielleicht ist es echt dieses in Stellung bringen, was den Unterschied macht. Aber dann kommt der Porsche, dann hat er so eine Phase, gerade so von 80 bis 140, da ist der Porsche stärker. Und bis zum Ziel ist es wirklich eine echt enge Kiste. Ich habe ja noch einen Joker jetzt. Ne? Und zwar gibt es in diesem Auto den Attack Mode, wie in der Formel E. Das kenne ich ja noch von früher. Heißt, wenn ich hier diesen Knopf drücke am Lenkrad, dann aktiviert der sich. Ich glaube, wenn man die Launch macht, ist das Auto generell in einem Attack Mode. Dann gibt er dir alles. Aber wenn du normal fährst und du beschleunigst, ist meines Wissens nach ein bisschen Reserve und die kannst du dir mit diesem Knopf nochmal dazu zünden. 3, 2, 1, go! Oh mein Gott! Oh, und jetzt nochmal den Attack Mode! Schau mal! Da kommt
Na, was war das denn Wer jetzt? kommt denn da? Ich komme! Lass noch einen machen schnell, weil ich habe den Attack Mode jetzt, nachdem ich losgefahren bin, gedrückt. Ich kann hier so ein extra Ding mir auch machen. Ich mache das jetzt einmal, bevor wir losfahren. Okay, ich muss aber die Bremsen nochmal kühlen, jetzt zeigt es mir schon wieder an. Ja, Drag Race dauert mit dem Auto ein bisschen länger, weil einmal bremsen, dann muss es eine halbe Stunde kühlen. Der klebt schon geil auf der Straße, dieser Porsche. Das sollten wir ja noch machen, so einen kleinen Rundkurs fahren. Da wäre gleich mal Tschüss, Tesla. Dann wäre der Abstand mit Sicherheit deutlich größer. 2, 1, go! Oh, jetzt ist er besser. Oh shit! Jetzt ist der Da Porsche hat's besser. wohl. Ja, aber Der hat den jetzt, Attack-Mode zu spät der gedrückt. Attack Mode, das Jetzt hat ist er was wir brauchen, Baby. Boah. Krass. Das macht echt einen Unterschied, dieser Attack Mode. Jetzt hat es mir gerade wirklich so krass mein Headset hier durch die Gegend geschallert, weil der so einen Punch hat. Hello, darkness, my old friend. Ich kann nicht sprechen, mein Ding liegt irgendwo unterm Sitz. Jetzt ist das Ding rausgefallen. Also wirklich toller Unterschied, ob Attack Mode an ist oder aus ist. Aber auch das wieder super knapp. Oh mein Gott! Leute, ich glaube, das war mit Sicherheit eins der besten Drag Races seit langer Zeit. Das war unfassbar. Man kann sagen, ein Duell auf Augenhöhe. Das war unglaublich knapp. Am Ende gewinnt der Porsche mit einem minimalen Vorsprung. Beide Autos richtig schnell, beide haben einen unfassbaren Punch. Und ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass auch in den Kommentaren gleich richtig abgeht. Deswegen danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like und ein Abo da, abonniert, dann seid ihr beim nächsten Mal beim Drag Race dabei und kommentiert gerne, welche Drag Races ihr noch sehen wollt. Ciao.